Meine Mama ist im Norden Indiens in Amritsar geboren. Schon ihre Großmutter folgte der spirituellen Satsangi-Bewegung. Diese erklärten, dass man durch 2,5-stündige Meditation pro Tag über mehrere Jahre hinweg und Fokussierung auf das dritte Auge auch den universellen Klang hören kann. Mein Papa entsprang aus der Sikh-Religion. Diese haben vor 500 Jahren schon Tempel gebaut, wo arme und reiche Menschen nebeneinander sitzen und gratis Essen bekamen. It's only one tree. Johnny, don't that. Ah, don't. Okay, I go this side. Mein Papa war leider nicht so ein strenger Sikh und ist auch deswegen mit 52 Jahren an Leberkrebs verstorben. Ich bin in Wien geboren mit meiner indischen Familie. Mit 6 Jahren kamen mein kleiner Bruder und ich zu österreichischen Eltern, die auch die Vormundschaft später übernahmen. Das heißt, ich war Österreicher. Wir waren Skifahren jedes Jahr. Ich war in der Steiermark mit meinen Eltern am Bauernhof Urlaub machen jedes Jahr. Und wurde stark österreichisch erzogen, hatte die starke österreichische Kultur in mir drinnen. Mit 15, 16 Jahren erst begriff ich hatte auch indische Wurzeln und habe mich dann wieder begonnen, damit zu beschäftigen. Schon in der Schule hatte ich großes Interesse am Film. Am TGM haben wir auch als Diplomprojekt ein Musikvideo gemacht. Wir haben im Burgenland gedreht, in Graz gedreht und auch in Wien gedreht. Nach der Schule hatte ich starkes Interesse für die Wirtschaft. Ich studierte auf der Wirtschaftsuniversität Wien, hatte 2 Filmprojekte am Laufen, die wir gemeinsam erstellt haben und wollte verstehen, wie die Welt funktioniert, wie die Unternehmen funktionieren, wie die Börse funktioniert, warum es Krisen gibt. Ich lernte Leute kennen, lernte einen Investor kennen, der mir dann auch anbot, für ihn im Fürstentum Liechtenstein zu arbeiten. Nach 2 Jahren Wirtschaftsstudium und dem größten Flashmob dazumals Österreichs hinter mir bin ich dann nach Vorarlberg gezogen und habe dann in Feldkirch ein neues Leben mir aufgebaut. Für 3,5 Jahre in Liechtenstein und in der Schweiz. Warum Schweiz? Ich habe dort 3,5 Jahre lang die Kinder meines Chefs gefilmt. Sie haben dort Fußball gespielt, der eine bei FC St. Gallen, der andere auch im Nationalteam Österreichs. Das war ein Filmbudget von 100 Euro. Mein kleiner Bruder und ich, er war knapp ein halbes Jahr oder älter, ich gerade mal 5 Jahre, sind im Taxi zum Einkaufen mit unserer Mama gefahren. Sie sagte, sie geht jetzt raus und wir sollen warten. Wir warteten im Taxi und sie kam nicht. Es verging eine halbe Stunde, sie kam nicht. Es verging eine Stunde, sie kam nicht. Der Taxifahrer sagte, okay, er bringt uns zur Polizei, wir sollen unseren Papa kontaktieren. Wir wurden zu der nächsten Polizeistation gebracht, das war naheliegend der Floridsdorfer Brücke und wurden dann von unserem Papa und seinen Brüdern abgeholt. Wir haben dann erfahren, dass sie von der Brücke gesprungen ist, von der Floridsdorfer Brücke in die Donau. Sie war nicht Schwimmerin. Unter der Woche habe ich 3,5 Jahre lang beim Investmentfonds meines Chefs gearbeitet. Das war ein verwaltetes Vermögen in Liechtenstein von Millionen Euro. Bei einem Streit mit meinem Papa hat meine Mama mich bei der Hand genommen und ist mit mir zu der Satsangi-Gesellschaft in Wien gegangen. Die Tür war leider verschlossen, sie hat die Decke davor aufbereitet, hat sich hingelegt, hat mich dazugenommen als kleines Kind. Ich war eben gerade mal 5 Jahre alt und wir haben uns dort zugedeckt. Es war sehr schön mit ihr. Es war auf der Straße neben der Satsangi-Gesellschaft mitten in Wien eine ganze Nacht lang. Ja, meine Mama sprang von der Brücke. Sie wollte sich umbringen. Gott sei Dank hat sie eine gesehen, ist reingesprungen in die Donau und hat sie rausgefischt. Sie landete im AKH. Wir haben sie auch gleich am nächsten Tag besucht mit meinem Vater, seinen Brüdern und meinem kleinen Bruder. Ich war schon immer auf der Suche nach Wahrheit. Ich wollte die Zusammenhänge verstehen und war auch deswegen da drüben bei meinem Chef damals in tiefer Materie, allein was Wirtschaft angeht.
Ich habe aber weitergesucht. Ich habe dann mich viel mit der Natur beschäftigt und habe meiner Meinung nach auch dort meine Erfüllung gefunden. Dort sehe ich das Glück der Menschen und dass nur im Einklang mit der Natur der Mensch auch langfristig glücklich werden kann. Allein aufgrund meiner kulturellen Unterschiede, ja, da ich eine österreichische Erziehung hatte und die österreichische Kultur genossen habe, aber auch meine indischen Wurzeln wiederentdeckt habe, habe ich da viele Erfahrungen, die ich immer im Zusammenhang mit der Natur in der Materie Film rüberbringen möchte.